Alle Pisten, die ich in Marokko fahren wollte, bin ich gefahren. Und ich habe aber noch 5 Tage Zeit und überlege mir, was ich noch tun kann. Im Süden vom Land gibt es die sogenannte Plaque Blanche. Das ist ein Strandabschnitt an der Atlantikküste, wo man viele Kilometer den Strand entlang fahren kann. Ich schaue mir so Videos an und sehe ein Video von einem Land Rover, der von der Flut ins Meer hineingerissen wird und nicht mehr auftaucht. Da denke ich mir auch, das lasse ich diesmal aus, mache ich vielleicht auch anders mal. Dann habe ich noch 2 Sachen auf meiner Liste. Einmal habe ich mir noch überlegt, den höchsten Berg Nordafrikas, den Djebel Toubkal, mit den Ski runterzufahren. Und der war ganz in der Nacht. Oder surfen gehen wollte ich auch mal, beziehungsweise Wellen reiten. Und da gab es an der Atlantikküste ein paar coole Spots. Ich überlege hin und her und entscheide mich schlussendlich fürs Surfen gehen. Also, ab zur nächsten Episode. Ich setze mich auf das Motorradl und mache mich auf den Weg Richtung Norden. Beim Frühstücksomelett in einem netten Imbiss am Straßenrand mit frischem Gemüse denke ich mir aber, was, wenn ich schon da bin, gehe ich halt auch auf den Berg rauf. Und so mache ich mich dann doch auf den Weg ins 350 Kilometer entfernte Imlil am Fuße des Djebel Toubkal. 350 Kilometer muss ich fahren. Das klingt nicht wahnsinnig weit, können Sie aber in Marokko ganz schön ziehen. Und ich brauche gut 8 Stunden für die Fahrt. Unterwegs nehme ich Kontakt mit Mustafa auf. Der ist von der Firma Toubkal Walkers. Er organisiert Ski und Ausrüstung für mich. Den Toubkal darf man nur mit Guide besteigen. Und ich buche ein 2-tägiges Paket mit Übernachtung in der Refuge Toubkal. Ich überquere wieder mehrere Pässe. Diesmal geht es aber Großteil auf mal besser, mal schlechter asphaltierte Bergstraßen. Das Fahren ist ein Genuss. Auch die Landschaft wird wieder fruchtbarer und das Auge freut sich über das intensive Grün entlang der vielen Gebirgsflüsse. Am späten Nachmittag komme ich in Imlil an und sehe schon den Djebel Toubkal vor mir. Der Mustafa wartet schon in der Unterkunft auf mich und wir passen die Tourenski und Schuhe an und überprüfen die Ausrüstung. Und am 1. April starten wir in Imlil auf 1700 Höhenmeter und wandern am Vormittag in ca. 3 Stunden 1500 Höhenmeter auf die Hütte Refuge Toubkal. Die liegt auf 3200 Meter. Der Weg ist einfach und gut ausgebaut. Unser Gepäck und die Ski werden aber mit dem Esel bis zur Hütte transportiert. Das ist im Paket dabei. Und unterwegs machen wir Pause in einer von den Hütten, wo frisch presster Orangensaft angeboten wird. Nur mein Guide, leider habe ich den Namen vergessen, isst und trinkt nichts. Es ist ja immer noch Ramadan und so muss er den ganzen Tag ohne Essen und Trinken auskommen. Für mich fast unvorstellbar. Nach ca. 3 Stunden erreichen wir die Hütte. Jetzt sind wir auf der Hütte, da hinten stehen die Esel. Refuge Toubkal. So schaut es aus. 3200 Meter hoch in dem Kessel unterm Toubkal. Der war da oben. Irgendwo da dahinter. So, das ist in der Hütte. Im Salon. Zweites Zimmer. So schaut es aus. Und drittes Zimmer. Das ist mein Bett. Weit sieht man nicht. Aber was mache ich jetzt noch mit dem restlichen Tag? Ich frage, ob ich nicht gleich auf den Toubkal gehen kann. Ist ja noch genug Zeit. Aber das darf ich nicht allein. Und mein Guide mag verständlicherweise auch nicht mehr. Also mache ich mir am Nachmittag allein auf eine Skitour auf den 4035 Meter hohen Akioud. Von dort genieße ich einen tollen Blick auf den Djebel Toubkal und auf die morgige Route. Morgen geht es dann über das Schneefeld
und über den Grat zum Gipfel. Die Abfahrt geht dann auf der Rückseite Richtung Imlil runter. Insgesamt bin ich an dem Tag ca. 2300 Höhenmeter gegangen. 1000 Höhenmeter davon mit den Ski. Am nächsten Tag geht es um 8 Uhr in der Früh los, die Ski am Buckel. Alle anderen sind schon um 4 Uhr los. Da habe ich mich noch 3-mal umgedreht und heimlich grinst, dass ich noch schlafen kann. Wir gehen ein bisschen später. Ich hoffe nämlich auf eine Firnabfahrt. Zuerst geht es über pickelharte Schneeflanken. Wir haben die Ski am Buckel, weil der Schnee zu hart und das Gelände zu steil ist. Außerdem ist die Schneeoberfläche wüst zur Furcht und schlecht zum Gehen. Nur ein paar Höhenmeter legen wir mit den angeschnallten Tourenski zurück. Eine steile Schneeflanke umgehen wir im losen Geröll mit den Ski wieder am Buckel. Da ist jeder Meter wirklich hart erkämpft. Aber nach 2,5 Stunden stehen wir schlussendlich am Gipfel des höchsten Punktes Nordafrikas. Der Ausblick ist gigantisch. Richtung Norden blickt man nach Marrakesch, Richtung Süden in die Isil-Ebene, die ich 4 Tage vorher noch gequert habe. Am Gipfel ist nicht viel los, nur 3 bis 4 andere Bergsteiger. Die meisten waren ja schon wieder am Weg retour. Oben warten wir gut eine Stunde, ob es noch aufhört. Aber wir warten umsonst. Der Schnee bleibt boghart. Schlussendlich fahren wir halt dann los. Aber schon beim ersten Schwung bricht der Backen von der rechten Bindung von meinem Ski. Wir versuchen die Bindung notdürftig zu flicken, aber es klappt nicht so richtig. Und so fahre ich im Telemark-Stil mit halb eingeschnappter Bindung los. Die Abfahrt selber ist unter den Bedingungen gar nicht leicht. Der Schnee ist immer noch pickehart und über die gesamte Länge extrem unruhig. Außerdem ist zum Teil ganz schön steil. Nach 1200 Höhenmeter Skiabfahrt erreichen wir aber wieder den Wanderweg. Da war's der Esel. Geschafft. Mit offener Bindung. 1200 Höhenmeter. Komm. Wo wir wieder abgeholt werden. Was für ein mega Erlebnis. Auf dem Bild jetzt da sehen wir einen alten Esel. Daneben ein echt lieber, pötziger Vierbeiner, der meine Ski tragt. Beim Abstieg gibt's nochmal, wie soll es anders sein, eine Taschine. Unser leid's mir tut, aber ich hab's echt nicht mehr essen können. Ich kann keine Taschine mehr sehen. Um 15 Uhr sind wir dann wieder zurück in Imlil. Beim Absteig denke ich mir schon, wenn ich heute noch nach Essaouira fahre, kann ich noch 2 Tage surfen. Also packe ich nach dem Abstieg meine Sachen, setze mich aufs Motorradl und fahre 4 Stunden bis ins Surf- und Kiterparadies Essaouira. Essaouira ist eine Hafenstadt an der Atlantikküste. Es ist eine der ältesten Städte Marokkos und ich habe mich von allen Städten, die ich besucht habe, da am wohlsten gefühlt. Es kam das erste Mal so ein bisschen Urlaubsflair auf, so ein bisschen südlicher Flair. Es gibt tolle Restaurants mit nationalen Spezialitäten, die Gassen sind belebt mit Touristen und die Einheimischen sind sehr nett, aber nicht aufdringlich. Das habe ich richtig genossen und ich habe mir einen gemütlichen Tag gemacht und mir am Abend eine grillte Dorade in einem von den gemütlichen Restaurants gegönnt. Bekannt ist Essaouira aber wegen der ständigen Passatwinde und die locken Surfer und Kiter an. Also habe ich in der örtlichen Surfschule einen 2-tägigen Kurs gebucht, um Wellenreiten zu lernen. Ha, scheiß mir an, jetzt kann ich echt zu die Coolen. Denn ich bin endlich meine erste Wellen gesurft. Das war so ein Gaudi und ich finde es echt schade, dass ich nicht noch länger Zeit gehabt habe. Vom letzten Tag geht es dann Richtung Casablanca. Am nächsten Tag schaue ich mir noch die Hassan II. Moschee an. Das ist die 5. größte Moschee der Welt und die einzige Moschee in Marokko, die man als Nicht-Moslem im Zuge einer Führung besichtigen darf. Im Gebetsraum haben 25.000 Menschen Platz, am Vorplatz nur mal 80.000 Menschen. Das Minarett ist mit 200 Meter das zweithöchste Minarett der Welt. Schon sehr beeindruckend, muss ich sagen. Danach geht's aber zurück zur Fähre. Es wütet der Orkansturm und die Fahrt ist echt nicht ohne.
Nicht nur einmal habe ich geglaubt, dass mir von der Straße war. Und sogar ein Lastwagen hat es umgeschmissen vor mir auf der Autobahn. Beim Boarding von der Fähre gibt es nochmal strenge Kontrollen. Alle müssen durch einen Scanner. Auch alle Autos und Motorradl und Wohnmobile. Aber schließlich bin ich auf der Fähre, genieße den letzten Sonnenuntergang und freue mich auf mein Bett auf der Fähre. Ja, das war's jetzt mit meinen Geschichten aus Marokko. Mehr habe ich nicht mehr zum Erzählen. Danke fürs Zuschauen, danke fürs Dabeisein und Kanal abonnieren. Vielleicht gibt es wieder mal eine andere Geschichte. Das war's.